Ja, vielen Dank, Gerhard, für die Einführung. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen hier und auch hinter den Bildschirmen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in diesem Kontext der EDV-Tage die Möglichkeit haben, das Themenportal Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts vorzustellen. Du hast ja schon jetzt ein paar Stichworte dazu gesagt, weshalb ich mir jetzt auch große einleitende Worte sparen werde und gleich übergehe in unsere Agenda mit den Zielen und der Idee des Themenportals Wiedergutmachung. Wir sprechen eigentlich immer davon, also von 3 Schlagworten. Wir wollen die Wiedergutmachung und das Dokumentenerbe der Wiedergutmachung sichtbar machen, erforschbar machen und begreifbar machen. Was bedeutet das? Ich glaube, die Sichtbarmachung ist klar. In den deutschen Archiven schlummern große Dokumentenmassen, teilweise aber auch noch in Behörden. Die sind teilweise nur rudimentär erschlossen, nicht digitalisiert, und die möchten wir eben über ein Themenportal Wiedergutmachung, das im Archivportal D angesiedelt ist, sichtbar machen, digital, vollumfänglich und eben für jedermann nutzbar. Dadurch und auch durch eine bessere Erschließung, die wir fördern wollen, soll das Thema der Wiedergutmachung auch besser erforschbar werden, facettiert durchsuchbar und einfach auch im Prinzip dadurch die Aufarbeitung der Aufarbeitung ermöglicht werden. Also Aufarbeitung im Sinne von Wiedergutmachung von Opfern und der Blick darauf, wie hat das eigentlich funktioniert. Dazu soll die Wiedergutmachung auch begreifbar werden. Das Themenportal begreift sich deshalb nicht nur als Recherche- und Forschungsportal, sondern eben auch als Bildungsportal. Wir befinden uns derzeit in der ersten Ausbaustufe des Themenportals. Ich will da gar nicht zu viel dazu sagen. Wir haben eine Übersicht über alle wiedergutmachungsrelevanten Bestände in den staatlichen Archiven und Informationen zum Projekt und stehen jetzt aber schon im Prinzip an der Startlinie zur zweiten Ausbaustufe, wo wir auch tatsächlich in die Verzeichnungseinheitenebene gehen möchten, auch da im Prinzip tatsächlich eine erste Suche anbieten möchten nach Personen, nach strukturierten Erschließungsdaten, die uns hoffentlich bald aus den Archiven zugeliefert werden. Die kommunale Überlieferung soll mehr in den Blick geraten. Und auch aufgrund der vielen Inhalte, die wir jetzt schon darin haben, auch eine deutliche Überarbeitung nochmal des Frontends geschehen. Ja, in der dritten Ausbaustufe, und da habe ich jetzt mal dazu geschrieben, 4 bis Fragezeichenjahre, wir wissen schlicht nicht, wie lange das dauert, sollen natürlich auch digitale Inhalte, Digitalisate und Volltexte bereitgestellt werden für die Forschung, für die Nutzung. Diese müssen natürlich erstmal generiert werden über weitreichende Projekte in den Archiven, wie sie jetzt zum Beispiel erst im April in Bayern, im April war es, glaube ich, genehmigt wurden vom Bundesfinanzministerium. Und ganz zentral ist hier natürlich auch der Aufbau eines virtuellen Lesesaals. Viele der Unterlagen sind eben doch noch personenrechtlich geschützt. Wir haben über die Rechtsinhalte schon viel gehört gerade eben und über die Probleme, die es bei der Online-Stellung von personenbezogenen Daten, um die es sich vielfach handelt, auf welche Probleme wir da stoßen. Und hier soll natürlich auch eine Möglichkeit bestehen, auch auf solche Dokumente zugreifen zu können, rechtlich geschützt, natürlich unter der Hoheit der datengebenden Archive in einem digitalen Lesesaal mit unterschiedlichen Rechteprofilen. Und ganz zuletzt, das ist so der Punkt unten, da wird mein Kollege Matthias Ratzum gerade noch was dazu sagen, es bestehen natürlich auch Überlegungen zur Aufbau einer OCR-Pipeline. Wir wollen die Inhalte gerne auch an Semantic Web anschließen über eine Named Entity Recognition. Auch hier im Bereich maschinengeschützte Erschließung sind wir natürlich in Zusammenarbeit mit dem FIZ Karlsruhe dabei, auch viele neue Techniken auszuprobieren. Das Themenportal im Kontext von DDB und Archivportal D. Wir haben hier so eine schöne Grafik, die werde ich jetzt gar nicht im Detail erläutern. Vielleicht einfach nur noch mal zur Verdeutlichung. Ganz unten als Fundament das Bundesministerium der Finanzen als Geldgeber, die das Themenportal verantworten und angestoßen haben. Ganz oben die Deutsche Digitale Bibliothek als Infrastruktur, in deren Rahmen wir das Themenportal als Teil des Archivportals D verwirklichen. Wer ist das? Das sind die 3 Partner des Themenportals, die man hier gelb hinterlegt sieht. Zum einen das FIZ Karlsruhe als technischer Betreiber, als technischer Partner, das Landesarchiv Baden-Württemberg dort rechts zu sehen, im Prinzip einerseits zuständig für den Aufbau und Betrieb des Archivportals D. Da gibt es ja auch schon die Kolleginnen und Kollegen der Fachstelle Archiv und dazu jetzt eben auch ein Team speziell für die Wiedergutmachung. Wir begleiten den ganzen Prozess tatsächlich auch konzeptionell als
datengebendes Archiv, das eben auch die Landesüberlieferung gut im Blick hat, da sich die Wiedergutmachung und viele Abläufe der Wiedergutmachung eben auf der Landesebene auch abgespielt hat. Ganz zentral ist aber eben auch das Bundesarchiv als unser Partner, die die konzeptionelle Leitung des Projekts innehaben und im Prinzip die Inhalte des Themenportals dann auch verantworten. Ja, was sind denn eigentlich die Inhalte ins Themenportal? Was soll da eigentlich rein? Wie soll das da rein? Ich habe das jetzt mal subsumiert unter Datenfluss ins Themenportal. Wie geschieht das technisch? Wie geschieht das inhaltlich? Und wie geschieht das dann tatsächlich in der Praxis? Man kann sich ja immer viel überlegen. Zur Technik. Wir benutzen bereits seit 2017 in der Fachstelle Archiv im Landesarchiv das sogenannte Data Preparation Tool. Das ist an sich nichts Neues. Das ist eine Anwendung, durch die Daten, die uns von den Archiven zugeliefert werden, transformiert werden, angepasst werden für die Bedarfe im Archivportal D, also in der Regel eine Transformation in EAD-DDB-Formate. Und wir haben aber jetzt über die Wiedergutmachung die Möglichkeit, dieses Data Preparation Tool im Prinzip komplett umzuarbeiten zu einer webbasierten Open-Source-Anwendung, die cloud-basiert ist, was große Vorteile hat, dass es zum Beispiel nicht mehr nur lokal auf den Rechnern der Mitarbeiter laufen muss, was aktuell der Fall ist. Also jeder hat das System auf seinem Rechner, bearbeitet einen festen Datensatz. Es gibt wenig Austausch, es dauert alles sehr lange. Man muss im Prinzip für jedes Archiv den Transformationsweg wieder neu anlegen. Wir sind gerade dabei, das alles feingranularer aufzubauen durch einzelne Module, die nacheinander geschaltet werden können und dann eben auch nachnutzbar sind. Also wenn Archiv A die Daten in dieser Form liefert und Archiv B aber an den und den Schritten im Prinzip den gleichen Anpassungsbedarf hat, dass man das dann im Prinzip einfach aktivieren und nacheinander schalten kann. Das hat auch den Vorteil, dass die datengebenden Archive selber über diese webbasierte Anwendung die Datenlieferung selber anstoßen können, natürlich unter Unterstützung der Fachstelle Archiv, selber auch transparent sehen können, was passiert mit meinen Daten, wo kommen die eigentlich hin und eben auch dadurch eigenständig in der Lage sind, Daten aufzubereiten. Für die Wiedergutmachung würde das quasi bedeuten, es gibt einen Datenexport aus einer Archivsoftware, die wird an die Fachstelle Archiv übermittelt auf einem sicheren Transportweg. Dort wird sie im Data Preparation Tool vorverarbeitet, anschließend ans FIZ übermittelt und dort in ein Testsystem eingespielt, wo sich das datengebende Archiv die Daten anschauen kann, bevor es dann ins Produktivsystem geht. Das ist im Prinzip nichts Neues. Das ist das, was wir auch jetzt schon vom Workflow her im Archivportal D machen. Aber tatsächlich ändert sich gerade sehr viel in der Softwarearchitektur und der Softwareumgebung dieses Tools, einfach um es auch, also Stichwort digitale Nachhaltigkeit, um es auch in einer stabileren Umgebung zu haben. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, jetzt als Zielgruppe der Museen, die hier, glaube ich, auch dabei sind, auch andere Exportformate außerhalb von EAD-DDB, zum Beispiel Lido, sollen eben angeboten werden, dass man eben auch Daten dorthin besser transformieren kann. Ja, der Inhalt, was soll denn eigentlich ins Themenportal rein? Auch in der Wiedergutmachung haben wir das Problem, dass die Daten sehr heterogen sind, unterschiedliche Erschließungsstände, teilweise gar kein Erschließungsstand. Was hat das für Ergebnisse für die Durchsuchbarkeit? Man bekommt unvollständige Ergebnisse, eine schlechte Ergebnisqualität. Man kann gar nicht strukturiert suchen. Es gibt kein normiertes Vokabular. Und deswegen ist eben vor 2 Jahren eine Arbeitsgruppe entstanden, in der ich mich auch mit Gerhard Fürmetz immer viel ausgetauscht habe. Und wir haben ein Metadatenset entwickelt für mal eine Kerngruppe der Unterlagen, nämlich die Entschädigungsakten. Ein Metadatenset aus 71 Attributen, die wirken erschlagend, sollen es nicht sein, denn da sind natürlich auch Attribute drin wie Laufzeittitel, Signatur, die man einfach so kennt. Und es wird auch keine Akte geben, die tatsächlich 71 Metadaten befüllt hat. Aber für die Durchsuchbarkeit und Erforschbarkeit des Themas hat uns ist diese Fülle an Informationen schon für uns als sinnvoll erachtet worden. Das Ganze wird jetzt derzeit konzeptionell in EAD-DDB gemappt. Das erkennt man hier jetzt total schlecht, deswegen habe ich es einmal größer gemacht. Hier haben wir zum Beispiel das Feld Verfolgungsgrund, das sich hier unter Other Descriptive Data in dem EAD-Format wiederfindet. Also die einzelnen Felder sollen ansteuerbar sein, können auf unterschiedliche Arten angeboten, durchsuchbar werden, gemappt werden. Das ist so im Prinzip die Idee, dass man da wirklich verschiedenste Forschungsfragen und Auswertungen ermöglichen kann. Ja, das klingt jetzt, wie gesagt, in der Theorie dann immer ganz schön. Wie soll jetzt so ein Archiv das liefern? Manche haben gar keine Erschließungssoftware, die das anbietet.
Da fehlt viel. Es gibt also da auf jeden Fall Handlungsbedarf, überhaupt den Archiven diese Lieferung zu ermöglichen. Es wird im Endeffekt viele Wege geben, die in dem Fall zu diesem Metadatenset führen. Eine Option wird sein, das ist jetzt in Bayern so angestrebt, dass einfach das AFIS umgebaut wird, durch ein entsprechendes Formular angepasst wird, dass eben die Metadaten entsprechend erhoben werden können. Gleichzeitig, das haben wir uns im Team eben auch überlegt, möchten wir aber auch etwas anbieten, was vielleicht mal ein neuer Weg ist, solche Daten zentral zu erheben und einheitlich zu erheben. Und das ist eine externe browserbasierte Erfassung über ISU. ISU ist ein vom Landesarchiv und FIZ Karlsruhe entwickelndes einfaches Erschließungs- und Zugriffssystem. 2 Sätze dazu. Das ist im Prinzip ursprünglich gedacht worden für kleine und mittlere Archive, die selber keine Erschließungssoftware haben, auf einer ganz Basisebene erstmal überhaupt eine Erschließungsfunktion anzubieten, eine Datenhaltungsfunktion anzubieten. Das ist jetzt bei den staatlichen Archiven vielleicht nicht so die Frage, aber ISU hat den großen Vorteil, dass es sehr flexibel ist und sehr einfach zu bedienen ist, weshalb wir uns eben überlegt haben, darin eine spezifische Wiedergutmachungsinstanz anzulegen, die eben gerade ein solches Formular anbietet. Das Ganze wird auch Open Source, webbasiert, ohne Installation möglich sein. Die Daten werden direkt in einer sicheren Umgebung beim FIZ gehostet und können von dort eben sehr reibungslos über EAD, DDB oder andere Exportformate, die mal kommen mögen, ins Archivportal eingespeist werden. Der Funktionsumfang ist noch größer, das wird vielleicht häufig gar nicht notwendig sein. Auch eine Imageverwaltung wäre im Endeffekt möglich. Aber das ist im Prinzip unsere Idee, an der wir jetzt gerade arbeiten, eben auch das als eine Option anzubieten und da vielleicht auch zu hoffen, dass wir auch da eben Archive gewinnen, die vielleicht auch mal diesen neuen Weg mit uns gehen, um eben die innerhalb des Themenportals Wiedergutmachung eine facettenreiche Informationsbandbreite anbieten zu können, die dann eben auch zuverlässig und mit einer hohen Recherchequalität durchsuchbar ist. Das vielleicht nur in aller Kürze. Ich könnte über fast jede Folie wahrscheinlich allein 5 bis 10 Minuten sprechen und noch viel mehr zeigen. Wir wollten uns aber im Zuge der EDV-Tage eben tatsächlich auch auf Systemarchitektur, Technik und Nachhaltigkeit konzentrieren, weshalb ich jetzt abgebe an meinen Kollegen Matthias und der jetzt bezüglich Systemarchitektur und Datenbearbeitung den Vortrag fortführen wird. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen technischer werden. Das sind ja die EDV-Tage. Ich hoffe, ich werde nicht zu technisch. Sagen Sie mir einfach Bescheid, wenn ich mich hier in endlosen Akronymen verliere. Also Sie sehen, das haben wir vorhin schon gesehen, das Themenportal Wiedergutmachung ist eines von momentan 2, demnächst 3 Themenportalen im Archivportal D. Und wenn wir uns mal die DDB so insgesamt angucken, dann stellen wir fest, unten haben wir diesen Knoten DDB, dann haben wir so ein paar weitere sogenannte Subportale wie das Deutsche Zeitungsportal, Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten und dann eben das Archivportal D mit inzwischen 2 beziehungsweise demnächst 3 Themenportalen. Und das wirklich Interessante dabei ist, alle Daten liegen in der DDB. Es gibt nur eine Datenhaltung. Also alle diese unterschiedlichen, im Bayerischen sind wir hier, kann ich ja Knödel sagen, sind tatsächlich nur Ausspielungsorte für immer die gleichen Daten. Das heißt, auch diese Erschließungsdaten, diese 71 Elemente werden in die DDB so einfließen und dann eben nur in dem Themenportal entsprechend angezeigt und für die Suche verwendet. Um es etwas technischer darzustellen, wir haben letztendlich ein Backend, das basiert auf einer Cassandra-Datenbank, wo wir die eigentlichen Daten halten und dann einem Solr-Suchindex. Und wir haben darüber das DDB-Frontend, was uns sozusagen die schöne Benutzungsoberfläche darstellt. Wir haben für die Digitalisate einen sogenannten Binary-Service daneben stehen, der sich auch seine Daten, also die tatsächlichen Digitalisate, die wir anzeigen, aus der Cassandra-Datenbank rausholt,
der auch gleichzeitig alle Derivate errechnet. Also wenn wir sagen, wir brauchen irgendwelche Vorschaubilder, dann gibt es irgendeine mittlere Auflösung, dann haben wir die volle Auflösung für einen IIIF-Server. Das sind alles Dinge, die der Binary Service automatisch erledigt. Und daneben haben wir dann noch für sozusagen die redaktionelle Einbindung der ganzen Daten, haben wir noch ein CMS, also in unserem Fall Drupal, mit einer Drupal-Datenbank. Und all das wird dann eben über entsprechende Schnittstellen auch im Web bereitgestellt. Das heißt, auch hier haben wir immer die Möglichkeit, über ein API direkt auf die Daten zuzugreifen. Alles, was wir machen mit der DDB, mit dem Frontend, basiert auf dem API. Also Sie können alles mit den Daten machen, was wir auch machen können. Ja, wenn Sie eine Idee haben, die Daten sind alle frei verfügbar, Sie können über das API zugreifen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen von Daten, die Sie nicht über das API zugreifen können. So, und wenn wir uns jetzt angucken, wie sieht es beim Themenportal Wiedergutmachung aus? Ja, ich habe nur einfach die Logos ausgetauscht, wie Sie vielleicht gesehen haben. Exakt die gleiche Architektur. Also auch hier, die Daten werden später, soweit das möglich ist, soweit sie frei verfügbar sind, werden sie auch über entsprechende Schnittstellen zugreifbar sein. Nur wir haben es hier natürlich auch mit personenbezogenen Daten zu tun und wir haben auch selbst, wenn die Leute schon verstorben sind, ethische Fragestellungen, die wir berücksichtigen müssen. Also selbst wenn wir rechtlich in der Lage wären, die Daten frei verfügbar zu machen, gibt es unter Umständen Erwägungen zu sagen, die Informationen will man zum Beispiel den Nachkommen nicht zumuten. Weil da wird ja auch über die gesundheitliche Geschichte der Personen zum Teil sehr detailliert in diesen Akten berichtet. Und das sind dann vielleicht Dinge, die wir aus ethischen Gründen nicht verfügbar machen wollen. Das heißt, wir werden daneben noch eine weitere oder diese Architektur erweitern müssen, um eben sowas wie einen geschützten digitalen Lesesaal zu ermöglichen. Wie das genau aussehen soll und muss, wissen wir noch nicht. Also komme ich aber später noch dazu. Ganz kurz nochmal, wie die Ladeprozesse aussehen, und zwar sozusagen ab dem Moment, von dem, wo wir die Daten vom Data Preparation Tool übernehmen. Wir haben hier, wir kriegen die Daten rein, wir haben hier ein Spark-Cluster, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, das ist also so ein, sind bei uns, glaube ich, momentan 8 Maschinen, auf denen wir verteilte Jobs laufen lassen können, um eben einen sehr hohen Durchsatz zu bekommen. Also wir können momentan so ungefähr 1 Million Objekte pro Tag damit prozessieren. Wir machen eine Transformation in ein Standardformat bei uns, haben dann eine Ingest-App, die daraus tatsächlich unterschiedlichste Formate generiert, die wir dann hinterher brauchen. Also zum Beispiel ein spezielles DDB-Format. Wir haben die Exportdaten, die wir für die Europäer brauchen. Wir bereiten Indexdokumente vor für unseren Solar-Index. Und in einem nächsten Schritt befüllen wir den Solar-Index, generieren weitere Exportformate, die man dann über einen OAI-Provider zum Beispiel abrufen kann. Und wir schieben dann eben auch Binaries in unseren Binary Workspace in der Cassandra-Datenbank, auf die dann der Binary Service zugreifen kann. Das alles wird gesteuert über eine webbasierte Workflow-Lösung, sodass eben zum Beispiel die Fachstellen selber solche Ingest-Prozesse anstoßen können. Insgesamt ist die DDB ein bisschen komplexer. Ich will jetzt gar nicht hier drauf eingehen. Sie können das auch nicht lesen. Ich will damit nur ausdrücken, es ist ein sehr komplexes System. Wenn man die DDB anguckt, will man gar nicht glauben, wie viel Technik dahinter steckt. Und das ist nur die Produktionsumgebung. Daneben finden Sie noch zweimal so eine Umgebung für Test und für Qualitätssicherung. Also tatsächlich ist es ein sehr komplexes IT-Ungetüm. Speicherarchitektur. Grundsätzlich, wie schon gesagt, wir nutzen die DDB-Infrastruktur nach. Die ganzen Metadaten werden von uns zentral gehostet. Wir fangen jetzt langsam an, auch Hosting für Digitalisate zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn Sie selbst nicht in der Lage sind, Ihre Digitalisate
über geeignete Schnittstellen verfügbar zu machen, wollen aber, dass sie verfügbar sind in der DDB oder eben im Archivportal oder im Themenportal Wiedergutmachung. Dann ist es jetzt in Zukunft auch möglich, dass wir die Daten für Sie speichern und damit meine ich vorwiegend die Zugriffsderivate. Die Originale sollten besser Sie verwahren, weil wir machen keine Langzeitarchivierung. Das ist ganz klar. Das ist nicht die Aufgabe der DDB und auch nicht die Aufgabe des Themenportals. Wenn Sie auch mit der Langzeitarchivierung Probleme haben, dann reden Sie mit dem FIZ Karlsruhe, aber nicht mit dem Themenportal. Das Entscheidende, was ich eben schon gesagt habe, wir gehen momentan davon aus, alles, was in der DDB ist, ist frei zugänglich. Und das ist die spannende Frage, was kriegen wir für zusätzliche Anforderungen, wenn wir jetzt eben diese geschützten oder schützenswerten Daten für das Themenportal Wiedergutmachung auch hier mit aufnehmen. Also es ist offensichtlich, wir brauchen eine Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur, um einfach zu prüfen, wer greift dazu. Wir müssen natürlich überlegen, wenn die Sperrfristen noch nicht abgelaufen sind oder wenn eben ethische Gründe einen freien Zugang nicht ermöglichen, wie müssen wir diese Daten absichern in der Infrastruktur? Was für Anforderungen haben wir da? Was wir jetzt schon wissen, ist, wir werden das nicht bei uns im eigenen Rechenzentrum machen, weil wir sagen, unser Rechenzentrum ist dafür nicht sicher genug. Sondern wir werden sagen, wir brauchen auf jeden Fall Rechenzentren, die uns also nach ISO 27001 sagen, sie sind zertifiziert danach und sie haben auch ein entsprechendes Sicherheitsniveau, was sie uns nachweisen können. Wir werden trotzdem wahrscheinlich die Daten vorab verschlüsseln, bevor wir sie irgendwo hinlegen. Und wir werden das Schlüsselmanagement machen. Und wir werden auf jeden Fall eine Multicloud-Strategie hier verfolgen. Das heißt, wir werden die Daten nicht bei einem Anbieter haben, sondern wir werden sie immer mindestens bei 2 Anbietern haben und redundant. Also, dass wir sagen, wenn ein Anbieter die Daten verliert, haben wir immer noch ein Backup bei dem anderen und können darauf wieder zugreifen. Und dann noch als weitere Sicherungsebene, wir werden aber bei uns lokal im Rechenzentrum immer noch mal Backups haben. Das heißt, wir werden alles noch mal bei uns in unseren Tape-Libraries haben. Wie gesagt, aber das ist jetzt nur so eine sehr wolkige Darstellung, denn wir müssen einfach mit Ihnen ins Gespräch kommen. In dem Moment, wenn wir wirklich konkret über die Daten, also wenn da mal Daten kommen, dass wir dann auch gemeinsam festlegen, was sind die Anforderungen. Zum Beispiel, ich weiß aus Nordrhein-Westfalen, die sagen, darf das Bundesland nicht verlassen. Können wir natürlich sagen, gut, dann suchen wir uns vielleicht einen Cloud-Provider, der eben in Nordrhein-Westfalen liegt. Ja, also solche Lösungen müssen wir dann einfach gemeinsam diskutieren, was geht nicht. Oder auch eben, was eigentlich der Standard bei der DDB ist, die Daten verbleiben bei Ihnen im Archiv und wir greifen dann erst zu über entsprechende Authentifizierungsverfahren in dem Moment, wenn wir tatsächlich solche Daten anzeigen wollen. Gut, ganz kurz noch eine zusätzliche Herausforderung ist, wir kriegen ja hier, ich weiß nicht, 100 Kilometer Akten, irgend sowas um die Ecke rum, wollen wir am Ende digitalisiert haben. Und die wollen wir auch im Volltext verfügbar machen. Wir bauen dazu gerade eine sogenannte OCR-Pipeline auf. Also wir werden sozusagen einen Dienst bereitstellen, wo Sie Images hochladen können und wir machen dann das ganze OCR. Das ist ein relativ komplexes Verfahren, weil die Akten komplex sind. Ja, wir haben da eine wilde Mischung aus, wie viel Zeit habe ich noch? Wenige Minuten. Okay, ja, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Also wir haben Akten, die bestehen aus einem gedruckten Formular. Das ist mit einer alten Schreibmaschine per Hand, wo die Lettern so hoch und runter und irgendwie mit einem fehlerhaften Farbband und so reingetippt werden. Dann wird mit der Hand korrigiert. Dann kommt ein Stempel drauf, der in sich eigentlich schon wieder ein Formular ist. Und der wird nochmal mit der Hand ausgefüllt. Ja? Sowas ist für OCR eine Katastrophe, weil man für jede dieser einzelnen Elemente spezifische Algorithmen verwenden muss, um da ein einigermaßen gutes Ergebnis hinzubekommen. Das heißt, wir müssen erstmal eine Segmentierung machen. Wir müssen also erstmal gucken, was ist ein Stempel, was ist handgeschrieben, was ist Maschine geschrieben, was ist gedruckt. Dann stellen wir fest, wunderbar, handgeschrieben. Wir sind in so einer Übergangsphase. Manches ist schon so moderne Handschrift, dann ist manches noch in Sütterlin-Schrift und manchmal mischen die Leute die beiden Schriftsysteme. Ja? Also dann geht der eine Buchstabe Sütterlin, der nächste ist schon moderne Schrift. Es ist super für alle Algorithmen, für also Handwritten Text Recognition. Das sind echte Herausforderungen. Das heißt, wir müssen dann immer gucken,
nach so einer Segmentierung, was sind die richtigen Verfahren, um möglichst gute Ergebnisse rauszukriegen. Und dann wird es eigentlich erst interessant, denn dann haben wir einen maschinenlesbaren Text. Und jetzt können wir anfangen, darin versuchen zu erkennen, Entitäten, also Named Entity Recognition zu machen. Personennamen, Ortsnamen und so weiter. Personennamen auch wieder schwierig, weil wir ja zum Teil auch mit osteuropäischen Sprachen zu tun haben, andere Schriftsysteme. Also das sind sehr viele Herausforderungen. Insofern hat diese OCR-Pipeline sehr viele unterschiedliche Elemente. Also wir versuchen dann auch eben nach so einer OCR oder HTR dann eben auch die Positionen jeweils noch uns zu merken. Wo in dem Dokument, in dem Bild haben wir diese entsprechenden Elemente gefunden, damit wir hinterher auch ein Highlighting machen können. Und dann kommen wir eben zu diesem ganzen Post-Processing-Teil mit Strukturanalyse, einer semantischen Analyse, NER, NEL und so weiter. Und dann eben auch Abgleich mit anderen Quellen. Also zum Beispiel zu sagen, wenn wir Personen haben, wenn wir Orte haben, können wir eine GND-ID dafür finden. Ja? Finden wir in Wikidata entsprechende Referenzen. Solche Dinge mehr. Ziel ist, daraus dann am Ende einen Knowledge Graph zu bauen. Aber natürlich auch Informationen bereitzustellen für die Erschließung. Also man kann sich hier auch überlegen, dass man im Grunde genommen erstmal digitalisiert, dann so eine OCR-Pipeline durchläuft und dann bereits Vorschläge bekommt, zum Beispiel zu Personen, die darin gefunden wurden, sodass man die nicht mehr selbst raussuchen muss, sondern eigentlich nur noch überprüfen muss, hat der Algorithmus gute Vorschläge gemacht. Und damit komme ich zum letzten Punkt, Themenportal als vernetzte Ressource. Ich habe schon gesagt, wir machen zwei Dinge, vor allen Dingen Named Entity Recognition und Named Entity Linking. Das ist genau das. Wir wollen erstmal die Entitäten raussuchen und dann eben versuchen, mit anderen Quellen zu verknüpfen und entsprechende Normdaten-Identifier zu ergänzen. Und schön in Rot habe ich auch die Probleme dargestellt. Alle diese Algorithmen arbeiten fehlerhaft. Also wir müssen immer noch mal eine intellektuelle Qualitätskontrolle dazwischen schalten. Durch die Verwendung mehrerer Quellen versuchen wir immer, Fehler zu reduzieren. Also der Klassiker wäre Namen. Ja, wenn wir Namensquellen haben, und wir sind jetzt gerade dabei, die Bundeszentralkartei, BZK, zu digitalisieren, da haben wir dann 2 Millionen Namen hoffentlich von Leuten. Wenn wir jetzt sozusagen die Akten hier auch digitalisieren und wir haben aber eine Quelle, wo wir sagen können, die Namen müssten wir eigentlich da drin finden. Und wenn wir die nicht da drin finden, dann ist eine der beiden Quellen offensichtlich fehlerhaft. Also dann können wir sowas schon gleich rausschreiben und sagen, wir haben den Namen nicht identifizieren können, bitte intellektuell kontrollieren. Ja? Oder wir können gegebenenfalls auch Namen korrigieren, also sagen, wir können die OCR-Ergebnisse verbessern, dadurch, dass wir weitere Quellen hinzuziehen. Und dann ist eben genau zu sagen, okay, wenn wir dann diese Entitäten haben, dann wollen wir noch die Relationen zwischen den Entitäten feststellen. Also wie sind zum Beispiel Events mit Daten oder Personen verknüpft. Wir hatten es in der Pause kurz davon, wie schwierig das ist. Dann eben so Co-Reference-Analysen, also zum Beispiel, wenn irgendwann der Name gesagt wird und im nächsten Satz wird gesagt, sie hat dann noch, dass wir wissen, sie ist in dem Moment immer noch genau dieselbe Person mit demselben Namen. Also müssen wir hier eigentlich sozusagen auch wieder das entsprechend zuordnen können. Triple-Extraktion, also dann tatsächlich zu sagen, alle diese Fakten, die wir da drin finden, als RDF-Triples dann zu extrahieren und dann letztendlich in einen Knowledge Graph zu überführen. Und das alles ist, und das kann ich nicht anders sagen, Forschung. Das sind keine fertigen Systeme. Und ich sage mal, das sind ja sehr langlaufende Projekte, wo es noch lange digitalisiert wird. Wir werden sicherlich nicht für den ersten Schwung der Digitalisate hier die volle Pipeline anbieten können. Aber wir hoffen, im Verlauf der nächsten Jahre da wirklich immer bessere Werkzeuge bereitstellen zu können. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.